Weißt du, Christoph ist mein Boss und ich habe keinen Bock, unser gutes Verhältnis wegen so einer Sache aufs Spiel zu setzen. Ja, hätte ich mir gleich denken können. Sei doch nicht gleich eingeschnappt. Aber spar dir dein Gelaber. Würdest du ja mal ausmachen, wenn du bei Julian gutes Wort nicht einlegst? Was soll ich? Warum bist du eigentlich so scharf darauf, dass Ikarus starten kann? Weil er der Beste ist. Und nicht zufällig, weil ein saftiges Preisgeld abfallen könnte? Was denkst du denn von mir? Ich heirate Oliver nächste Woche. Ja, herzlichen Glückwunsch, Susanne. Willst du dich jetzt völlig lächerlich machen? Für diesen ordinären Fummel bist du 20 Jahre zu alt. Und für Stefan erst recht. Ich mach mich also lächerlich, ja? Nur weil Stefan mir ein Kleid geschenkt hat. Ja, schau dich doch an. Wie kannst du in deinem Alter nur so einen Fummel anziehen? Was soll denn das heißen? In meinem Alter. Du bist keine 20 mehr, Mutter. Was du nicht sagst. Komm, du hast dich doch selber mal lustig gemacht über die alten Schachteln, die mit jungen Männern ins Bett steigen, nur weil sie mit ihrem Alter nicht klarkommen. Ich bin aber doch noch nicht alt. Ist alles relativ. Gott, was mache ich denn so Schlimmes, verdammt nochmal? Du wirfst dich Stefan an den Hals und benimmst dich wie ein unreifer Teenager. Ich hab mich Stefan an den Hals geworfen? Umgekehrt was er wohl kaum. So, Georg, jetzt reicht's mir aber mit deinen ewigen Unterstellungen und Unverschämtheiten. Verträgst die Wahrheit nicht. Und wie verträgst du die Wahrheit? Du gönnst mir doch mal ein bisschen Glück, nur deswegen nicht, weil du selbst mit deinem Leben nicht zurechtkommst. Bevor du mich kritisierst, dann schau doch erst mal in dein Leben rein, ja? Was meinst du? Das ist jedes weitere Wort überflüssig. Susanne, das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass dein Freund im Gefängnis ist. Na, das wird ja eine tolle Hochzeit. Susanne ganz gestreift und Flitterwochen im Knast. Florian, bitte fang jetzt nicht wieder damit an. Ja, hat's Oliver ja endlich geschafft, nicht wahr? Was? Ja, dich total zu klammern. Das war genau das, was er immer wollte. Ach, denk, was du willst. Sag mal, Susanne, da gibt's doch sicher viel zu organisieren. Ich meine, so eine Hochzeit im Gefängnis ist ja nun nichts Alltägliches. Ist schon alles erledigt. Was, so schnell geht das? Ich kann es nicht länger mit ansehen, Susanne, wie du dir dein Leben verpfuscht. Und ich kann es nicht länger mit anhören, wie du dich in mein Leben einmischst. Du heiratest Oliver nicht! Vielleicht hat sich Ihr Freund ja im Gefängnis geändert. Der ändert sich nie, du kennst ihn nicht. Es war ein verdammter Fehler, so zu tun, als hätten wir nichts dagegen. Es war unsere gemeinsame Entscheidung, Susanne nicht zu bedrängen. Gegen diese Entscheidung bin ich immer gewesen und du wolltest nicht auf mich hören. Das Resultat siehst du jetzt. Ja, ich weiß, ich höre nie auf dich. So, ich muss los ins Büro. Für mich wird's auch Zeit. Ich kann dich mitnehmen nach Friedenau. Na, ich fahr mit Alex. Also weißt du, eigentlich hat Mama recht. Wir haben uns nämlich wirklich darauf geeinigt, Susanne in Ruhe zu lassen. Ach, sei du still! Tja, Ikarus. Bald heißt es Abschied nehmen. Wann kommt denn der Käufer? Morgen Nachmittag. Ich hätte Herrn Kajimoto ja gerne selbst empfangen, aber ich komme erst übermorgen von meiner Dienstreise zurück. Ja, ich erledige das schon, das ist kein Problem. Hier ist der Pferdepass. Achte bitte genau auf den Papierkram, ja? Auslandsverkäufe sind oft eine sehr komplizierte Angelegenheit. Jan hätte genau die richtige Hand dafür. Du kannst dich auch ganz gut auf mich verlassen. Ich möchte, dass Ikarus morgen in Topform ist. Er braucht Bewegung. Aber bitte nur longieren, nicht überanstrengen. Er ist hochsensibel. Ich werde gut auf ihn aufpassen, Herr von Anstetten. Und morgen Vormittag noch mal eine extra Portion Spezialfutter. Wird gemacht. Henning, denk bitte daran. Die Japaner schätzen Höflichkeit über alles. Ohayo gozaimasu, Christoph-san. Da kann ja nichts mehr schiefgehen.
Ach, Moment, Christoph, der Preis. Wir haben 200.000 ausgemacht. Morgen, Leute. Habt ihr Lust auf weiteres Fun? Also Schule schwänzen ist nicht. Ich habe sowieso schon totalen Durchhänger. Ach Quatsch, meine ich doch nicht. Heute Abend spielt Jamiroquai. Kommt ihr da mit? Ich denke, das Konzert ist seit Wochen ausverkauft. Alles eine Frage von Connections. Boah, hab ich Hunger. Florian, lass uns hingehen, ja? Wir haben schon so lange nichts mehr zusammen gemacht. Ja, und woher sollen wir die Kohle nehmen? Mann, wir reden hier Jamiroquai. So eine Chance gibt's nur einmal. Ich bin total pleite. Ja, dann machst du ich, such dir einen Job. Ja, und die Schule? Ich habe schon jede Menge versäumt wegen dem Baby und so. Ach ja, toll. Also bin ich mal wieder schuld. Anna, nein. Kannst du nicht deinen Alten anpumpen? So wie der drauf ist, da rückt er nicht mal einen Zehner raus. Okay, ich versuch's. Versprechen kann ich nichts. Okay, dann bis später. Ja, so gegen 4 bin ich mit der Arbeit hier fertig. Dann können wir uns ja vielleicht bei den Stallungen treffen und bis zum Abendessen reiten. Oder bist du da auch so eine Leuchte wie als Freizeitkapitän? Naja, für ein paar Runden im Stall bin ich immer zu haben. Julia? Alex? Ich wusste gar nicht, dass ihr beide euch so gut kennt und so gut versteht. Gut, dass ich Sie treffe, Alex. Können Sie mir vielleicht erklären, warum sich Ihr Chef überhaupt nicht mehr um den Umbau der Stallungen kümmert? Tja, Herr Brandner hat mir die Aufsicht für das Projekt übertragen. Wenn Sie Probleme haben, können Sie die genauso gut mit mir besprechen. Manche Dinge möchte ich lieber mit Herrn Brandner persönlich regeln. Ach so. Ja, wenn Sie mit meiner Arbeit unzufrieden sind, dann... Unsinn, darum geht's doch nicht. Es ist nur Ja. nicht weiter wichtig. Ich will Sie nicht länger von Ihrer Arbeit abhalten. Hat man denn in diesem Haus nie seine Ruhe? Kann ich dich mal was fragen? Frag mich später, du siehst ja, ich möchte telefonieren, ja? Würdet ihr mich jetzt bitte alleine lassen? Danke. Clarissa von Anstetten? Ja, hier, Brandner. Meine Arno. Ja, ich wollte mich nur erkundigen, ob die Bauarbeiten... Alex, ob... Ja, eigentlich, ob alles in Ordnung ist. Das möchte ich mit dir persönlich besprechen, unter 4 Augen. Ja, das würde ich auch gerne, aber leider, im Moment... Ich erwarte dich heute Abend in Friedenau. Clarissa, nein. Na, schon wieder zurück? Ja, hi. So sehen also 200.000 Mark auf 4 Beinen aus. Leider nur 50.000, die aussehen wie 200.000. Wieso? Das ist nicht Icarus, das ist Indianer. Die beiden haben den gleichen Vater, deshalb die Ähnlichkeit. Gleiche Blässe und gleiche Abzeichen. Könnte glatt als Double auftreten, was? Ja, aber nur solange er stillsteht. Er hat nicht gerade so viel Talent von seinem Vater abbekommen. Auf der Rennbahn ist er eine totale Niete. Naja, hab wohl nicht so den Blick bei Pferden. Das habe ich gerade gemerkt. Dafür habe ich vielleicht einen Blick für was anderes. Und? Ihr Urteil? Besonders wertvoll. Braucht auch Spezialfutter. Was denn zum Beispiel? Ich kenne einen guten Japaner. Heute? Warum nicht? Da könnten wir uns dann für morgen vorbereiten. Klingt verlockend. Ich bringe nur schnell Indianer in seine Box, dann können wir von mir aus gleich los. Okay. Was ist mit Icarus? Alles erledigt, was Christoph wollte? Ja, ich habe ihn auf die Weide geführt. Da hat er ein bisschen mehr Bewegung als in der Lounge. Wir sehen uns in der Halle, ja? Sehr gern. Barbara, was ist denn los? Weinst du? Ich bin noch nie in meinem Leben so gedemütigt worden. Der Gero hat gesagt, Ruhig. Was ist mit dir? Er hat mir so furchtbare Vorwürfe gemacht. Welche Vorwürfe? Er hat mir gesagt, ich hätte mich dir in den Hals geworfen. Und? Was ist daran so schlimm? Weil ich mit dem älter
werde nicht fertig werden. Ach, das ist doch völliger... Ich komme mir so furchtbar hässlich und alt vor. Das ist doch völliger Quatsch. Das kann er nicht so gemeint haben. Ich bin vielleicht schon alt, aber ich kann immer noch richtig hören. Ich glaube, er hat im Augenblick so viele Probleme, da weiß er gar nicht mehr, was er sagt. Er hat recht. Hat er nicht. Überhaupt nicht. Für mich bist du eine wunderbare, attraktive Frau. Das sagst du doch nur, um mich zu trösten. Das sage ich, weil ich es so sehe und fühle. Über das Kleid hat er sich auch lustig gemacht. Was? Da ist er einen Schritt zu weit gegangen. Das werde ich ihm nie verzeihen. Hm? Hallo. Hey, vergesst den Kram, Leute. Ich habe eine Überraschung für euch. The Incredible Aki proudly presents. Ja komm, jetzt mach nicht so spannend. Tickets for Jamiroquai. Ihr dürft mir jetzt die Füße küssen. Ach Quatsch, du hast wirklich noch welche gekriegt? Ja, macht euch mal wegen der Kohle keine Sorge. Im Moment bin ich ziemlich flüssig. Es reicht, wenn ihr mir das Geld nächsten Monat gebt. Oh, Aki, das finde ich wirklich klasse von dir. Ich kann dir das Geld wahrscheinlich aber auch nächsten Monat nicht geben. Wir brauchen die Kohle für die Babyklamotten. Ja, die Blagen fressen einem die Haare vom Kopf, was? Wisst ihr was? Ich schenke euch einfach die Karten. Dann kannst du dein Taschengeld in Schnuller und Windel investieren, okay? Komm, lass uns hingehen, ja? Ich freue mich schon so auf das Konzert. Also gut, meinetwegen. Wahnsinn! Na, wie sehe ich besser aus? So oder lieber ohne? Das Cappy ist schon okay. Oh, ich freue mich schon so, die Band live zu hören. Hoffentlich kommt Aki bald mal. Ach, wir haben noch massig Zeit. Ich finde es wirklich nett von ihm, dass er uns die Karten einfach so geschenkt hat. Billig waren die bestimmt nicht. Na, wo bleibt der Jubel? Hui, ganz schön scharf wie eine werdende Mutter. Na, Alter, alles startklar für Jamiroquai. Können wir losdüsen? Ich komme nicht mit. Bauchschmerzen. Ja, sag mal, du spinnst wohl. Eben gerade warst du noch topfit. Genau, lass dich nicht so hängen. Jetzt macht mir keinen Stress. Ich komme nicht mit aufs Konzert und finito. Wenn du nicht gehst, gehe ich auch nicht. Was ist denn los, Alter? Anna hat sich wahnsinnig auf das Konzert gefreut und jetzt machst du so einen Trouble. Sie kann ja hingehen, wenn sie will. Ja, klar. Damit ich den ganzen Abend mit einem schlechten Gewissen rumlaufe. Nee, vielen Dank. Dann bleibe ich lieber hier. Sag mal, spinnt der jetzt alle total oder was? Hallo. Schön, dass du kommen konntest. Ich habe nicht viel Zeit, Clarissa. Lass es uns kurz machen. Wo liegt das Problem? Darüber unterhalten wir uns besser in der Bibliothek. Henning. Es ist was Furchtbares passiert, Henning. Ikarus, ich habe ihn gerade von der Weide geholt und es geht ihm gar nicht gut. Er hat schwere Koliken. Was? Das hat ja gerade noch gefehlt. Wie ernst ist das denn? Ich weiß auch nicht. Heute Morgen war er noch okay, als ich ihn rausgelassen habe. Wie konnte das denn passieren? Christoph hat dir doch genau gesagt, wie du ihn behandeln musst. Wieso wird der Gaul plötzlich krank? Es tut mir so leid. Ach, verdammt! Was soll ich denn jetzt Christoph erzählen, wenn wir nicht verkaufen können? Wir waren doch zusammen in der Stadt. Ja, erzähl mir nicht, was ich schon weiß. Und Ikarus war allein auf der Weide. Ja. Ich hätte ihn reinholen sollen, ich Idiot. Davon kriegt er doch keine Koliken. Er muss nasses Gras gefressen haben. Ich habe ihn schon rumgeführt, aber das hilft auch nichts. Er kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Jetzt hör auf zu jammern, geh raus und kümmere dich um ihn. Ich rufe den Tierarzt an. Na nun los, mach schon! Also? Was ist? Das könnte dir so passen, Arne Brandner. Einfach so tun, als wäre nichts gewesen zwischen uns. Ich verstehe Du nicht. verstehst sehr gut, du Schuft. Warum hast du dich nicht mehr gemeldet?
Warum hast du mich so lange warten lassen? Ich fühle mich so benutzt, so zurückgestoßen. Du weißt, dass ich zu tun habe. Ich habe eine Firma zu leiten. Ich habe eine Familie. Ich habe nicht mal Zeit für mich selbst. Dann musst du dir eben die Zeit nehmen. Das bist du entschuldigt. Wie stellst du dir das vor? Soll ich meiner Familie sagen, ich habe keine Zeit mehr für sie? Clarissa von Amstetten ist mir wichtiger. Du musst gar nichts sagen. Einfach nur hier sein bei mir. Was soll das? Komm, bitte, sei vernünftig. Ich war noch nie so vernünftig wie jetzt. Wir sind keine Teenager mehr. So kommen wir nicht weiter. Und doch, genau so kommen wir weiter. Ich wusste immer, dass es nicht vorbei war zwischen uns. Ich wusste, du kommst zurück. Wenn uns jemand sieht. Niemand kann uns sehen. Clarissa, das geht nicht. Wie das geht? Ich will dich, Arno. Jetzt. Und vielen Dank, Dr. Krippner, dass Sie noch so spät vorbeigekommen sind. Ich bringe Sie hin. Pferde halten sich selten an Sprechstundenzeiten. Wie geht es, Icarus? Immer noch sehr schlecht. Die Krämpfe hören einfach nicht auf. Was ging den Krämpfen voraus, Herr von Amstetten? Hat er irgendetwas Ungewöhnliches gefressen? Und besonders angestrengt. Wahrscheinlich hat er zu viel nasses Gras gefressen. Verstehe. Wollen wir mal sehen, was wir für ihn tun können. Ich frage mich nur, wie ich das dem Japaner erklären soll. Oder Christoph. Das ist alles meine Schuld. Hätte ich ihn nur nicht auf der Weide gelassen. Hoffentlich kriegt ihn der Arzt noch mal hin. Ich habe so Angst, es könnte zu einer Darmverschlingung kommen. Dann muss er eingeschläfert werden. Bist du verrückt? Ich lass doch kein 200.000 Mark Pferd einschläfern. Das ist schon so gut wie verkauft. Oh Gott, Christoph zerreißt mich in der Luft. Wenn die Schmerzen unerträglich werden, müssen wir es aber tun. Wie sieht's aus, Doktor? Leider sehr ernst. Ich werde ihm ein krampflösendes Mittel geben, aber ob er durchkommt, steht in den Sternen. Ich glaube, wir beide müssen uns mal unterhalten. Finger weg, ich brauche was zu trinken. Du hast schon genug getrunken. Sag, was ist denn los mit dir? Ja, es soll schon los sein. Warum musst du deine Mutter so fertig machen? Sie hat sich die Augen aus dem Kopf geheult wegen dir. Was geht dich das an? Eine ganze Menge. Ja. Gero, deine Unterstellungen sind einfach geschmacklos. Barbara hat es nicht verdient, dass du auf ihren Gefühlen so rumtrampelst. Was ist mit meinen Gefühlen? Wir sind in diesem Haus wohl überhaupt kein Thema mehr. Wer sagt das denn? Das sehe ich doch. Ich schufte wie ein Irrer. Laufe mir die Hacken nach einer guten Praktikumsstelle ab. Das interessiert doch niemanden. Deine Mutter. Meine Mutter. Seit die einen jungen Liebhaber hat, bin ich doch völlig abgeschrieben. Meinst du zufällig mich? Ja, dich. Schmauerst hier rum, was dich breit. Was stört dich denn nun eigentlich wirklich daran, dass ich mich so gut mit ihr verstehe? Du störst mich. So, ich sag dir jetzt mal, was ich glaube. Du bist schlicht und ergreifend eifersüchtig und neidisch, weil es bei dir nicht so klappt, wie du es gerne hättest. Was weißt du schon von mir? Vielleicht mehr, als dir lieb ist, Gero. Bist du immer noch sauer? Ich hab doch gesagt, du kannst allein zu Jamiroquai gehen. Ja, toll. Damit es hinterher heißt, ich amüsiere mich, während du mit Magenschmerzen zu Hause liegst. Da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Ja, aber für 50 Mark Konzertkarten kaufen, darauf hast du Bock. Wir haben ja genug Kohle. Aki wollte uns die Karten doch schenken. Schenken. Ich brauche keine Geschenke. Schon gar nicht von Mr. Großkotz. Das ist doch völlig in Ordnung. Wenn wir Geld hätten, würde er von uns auch Geschenke bekommen. Ja klar, soll ich mir jetzt noch einen Job suchen, damit wir Aki Geschenke machen können? Wir müssen uns sowieso irgendwas einfallen lassen. Ich habe keine Lust, Arno jahrelang auf der Tasche zu liegen und um jede Mark betteln zu müssen. Ja, glaubst du, ich vielleicht? Ja, dann mach was. Wenn das Baby kommt, brauchen wir Geld. Ja, klar. Ganz einfach. Tagsüber gehe ich zur Schule, nachts arbeite ich und das Schlafen, das gewöhne ich mir ab. Na gut, dann gehe ich halt arbeiten. Ach, du spinnst doch. Du bist schwanger, du kannst nicht arbeiten. Du redest schon genauso wie dein Vater.
Es war einfach fantastisch, Arne. Du schaffst es, dass ich alles, was nach dir kam, einfach vergesse. Und du? Könntest du dich wieder daran gewöhnen? Was ist es jetzt für ein Spiel, Clarissa? Spiel? War das eben für dich nur ein Spiel? Wir sind beide verheiratet. Und das seit 2 Jahrzehnten. Wir können nicht einfach so tun, als könnten wir da weitermachen, wo wir mal aufgehört haben. Ich wollte nur ehrlich sein. Muss einen sehr guten Einfluss auf dich haben. Den hast du auch. Den hast du schon immer gehabt. Was empfindest du eigentlich für mich, Clarissa? Das fragst du jetzt? Nicht jetzt. 20 Jahre lang habe ich mich das gefragt. Du bist der beste und zärtlichste. Das meine ich nicht und du weißt es, verdammt nochmal. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Wenn das wirklich so ist, dann bin ich schon zu lange geblieben. Dann habe ich hier nichts mehr verloren. So kann ich dich aber jetzt nicht gehen lassen. Nicht nur heute Abend. Hör auf mit dem Theater! Beantworte meine Frage. Ich will wissen, was du für mich empfindest. Ist das so schwer zu sagen? Habe ich mich geirrt? Habe ich mich wieder geirrt? Vielleicht empfindest du ja gar nichts. Vielleicht weißt du wirklich noch nicht, was es bedeutet, einen Menschen zu lieben. Bei einer Darmverschlingung hätte auch eine Operation nichts gebracht. Tut mir leid, aber es war nichts mehr zu machen. Ah, verdammt. Ich kann mir vorstellen, wie Ihnen zumute ist. Aber alles andere hätte seine Qualen nur verlängert. Ich weiß, dass Sie Ihr Bestes getan haben. Ihnen mache ich auch keine Vorwürfe. Den Pferdepass und die Todesurkunde brauchen Sie für die Versicherung. Ich wünschte, ich hätte mehr tun können. Es tut mir aufrichtig leid. Vielen Dank, Herr Doktor. Ich weiß. Wie soll ich das nur Christoph erklären? Ikarus tot, 200.000 Mark futsch und ich Trottel weiß noch nicht mal, wie es passiert ist. Es gibt vielleicht noch eine Möglichkeit. Was denn für eine Möglichkeit? Christoph nicht alles zu erzählen. Die Sache hat allerdings einen Haken. Was für ein Haken? Wir werden dabei reich.